Zuerst habe ich eine kurze Info für euch. Und zwar bleibt der Channel hier ab jetzt auf Deutsch. Ich habe mich entschieden, meine englischen und deutschen Inhalte aufzuteilen. Das heißt, Joanna's Essentials bleibt auf Deutsch und meinen Kreationen in anderen Sprachen werde ich einen eigenen Raum geben. Und heute ist das erste Mal seit Jahren, dass ich so filme, und zwar in meinem eigenen Zuhause. Und es hat viel mit dem Thema zu tun, über das ich heute spreche, und zwar, wie ich mir meinen Frieden bewahre. Ich hatte das Video auf Englisch How to Protect Your Peace genannt. Ein Satz, den ich sehr schön finde, ist: Wenn du deine Energie beschützt, beschützt dich deine Energie. Wenn du deine Energie beschützt, beschützt dich deine Energie. Ein erstes Prinzip von mir ist: erst auftanken und dann. Wie ich meine Aufwachzeit gestalte, mich vorbereite. So was Simples wie Körperpflege ist wie eine liebevolle Schutzschicht, wie ein Balsam, den ich über mich lege. Dafür zu sorgen, stabil auf den Füßen zu stehen und im richtigen Headspace zu sein, bevor ich mit jemandem spreche, mich treffe, was kreiere. Sagen wir zum Beispiel, ich bin beschäftigt oder nicht aufnahmefähig und präsent genug, um eine Unterhaltung zu führen, dann quetsche ich nicht noch ein Telefonat dazwischen oder antworte schnell auf eine Nachricht, sondern bringe erstmal das zu Ende, was gerade wichtig ist, und mache, was nötig ist, um bereit zu sein. Zum Beispiel Essen, etwas trinken, was auch immer es ist. Ich komme also erst zurück zu meiner Baseline und von da aus mache ich. Das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist einfach die Reihenfolge und ein Bewusstsein darüber, in welchem Zustand ich gerade wirklich bin und welche Qualität ich in meinen Interaktionen haben möchte. Denn wenn ich da bin, bin ich ganz da. Und wenn ich etwas mache, dann mache ich das mit Hingabe. Das Prinzip ist wirklich simpel, aber es macht den größten Unterschied darin, mit welcher Energie ich auf Menschen zugehe und wie verwurzelt ich in mir bleibe, wenn ich durch den Tag gehe. Das braucht Konsequenz, weil sich das auf alle Lebensbereiche auswirkt und man bereit sein muss dafür, wie sich auch grundlegende Sachen verschieben können. Aber nach vielen Jahren mit diesem Prinzip weiß ich, dass es auch praktisch möglich ist für mich. Wie gesagt, es ist recht simpel und kann manchmal einfach nur bedeuten, einen Moment innezuhalten, bevor ich was mache oder sage. Dann natürlich ein friedliches Zuhause, gefüllt mit Liebe. Das ist gemütlich, lichtvoll, sauber, in dem die Atmosphäre stimmt. Ich sehe mein Zuhause als Oase an. Stille haben zu können, wenn ich sie brauche, ist für mich eine der wertvollsten Sachen im Leben, weil ich mich in der Stille wirklich mit dem Höchsten verbinden kann, weil ich richtig in mir ankommen kann. Hör auf dein Gefühl und kenne deine Grenze. Also was dir gut tut, wann es genug ist. Ich weiß, womit ich meine Zeit verbringen möchte, wohin ich meine Energie geben möchte und wohin nicht. Was ich mache, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern flexibel, aber es gibt immer eine Grenze und ich entscheide je nach meinem Energielevel, ob die Sache oder der Ort, zu dem ich eingeladen bin, gerade für mich passt. Wenn ich etwas nicht fühle, höre ich da drauf. Auch wenn es viele Angebote gibt, die eigentlich schön sind, passt es halt manchmal einfach in dem Moment nicht. Und ich habe gelernt, das zu respektieren. Wenn man selbst nicht auf seinen Energiehaushalt achtet und nicht entscheidet, welche Sachen generell oder jetzt gerade nicht passen, wird man schnell ausgelaugt. Dabei ist es meine alleinige Verantwortung, meine Grenzen zu kennen, zu achten. Grenzen sind nicht nur ein Stopp anderen gegenüber, sondern vor allem eine Orientierung für mich selber, an die ich mich halten muss, um gut zu mir zu sein. Und je mehr man die Zeichen von seinem Körper kennt, wenn er sagt Stopp, desto leichter wird es. Ich weiß, ich verpasse nichts, wenn ich mich dafür entscheide, zum Beispiel irgendwohin nicht mitzukommen, um mich auszuruhen, sondern ich bereue es eher, wenn ich nicht drauf höre und meinen Schlaf verpasse. Schlafen ist life. Ich habe also grundsätzliche Prioritäten und gehe aber auch immer mit meinem Gefühl in dem Moment. Mir hat jemand gesagt, du gibst gerne, aber sei nicht gemein zu dir, um gut zu anderen zu sein. Wenn dir ein wirklich friedliches Leben wichtig ist, dann such dir dein Lebensteam gründlich aus. Ich liebe den Ausdruck von Bob Marley's Is This Love? Willing and able. I wanna love you and treat you right. I'm willing and able, willing and able. Was heißt das für mich? Gewillt und fähig zu sein.
für zum Beispiel eine Freundschaft. Nicht jeder ist gewillt, dein Teammate zu sein und das ist gut, aber auch nicht jeder Mensch, der will und den ich mag, hat gleichermaßen die Kapazität und Fähigkeit. Was ich gelernt habe, ist, du darfst dein Unterscheidungsvermögen ruhig einsetzen, wenn du es nicht am Anfang benutzt. Dann, wenn es dir offenbart wird, was Sache ist, wird es dir später nochmal gezeigt, manchmal nicht nur deutlicher, sondern auch schmerzhaft, nachdem du schon einige Federn gelassen hast. Oft muss man auf ganz subtile Signale achten, die einem zeigen, wo jemand steht, weil es einem nicht immer ausdrücklich gesagt wird. Und manchmal wird es einem sogar ganz deutlich gesagt, aber man muss auch glauben, was man hört und nicht versuchen, das zu ändern, weil man warum auch immer unbedingt eine Beziehung zu dieser Person haben möchte. Bereitwilligkeit und ein gewisses Level an Fähigkeit bringt jemand schon mit. Das ist Voraussetzung, um überhaupt zusammen den Raum betreten zu können, in dem man sich zusammen weiterentwickelt. Wenn man meint, dass man in diesen Sachen Kompromisse machen kann und sich vormacht, dass man jemandes Bereitwilligkeit und Fähigkeit ändern kann, das bringt Chaos. Was ich gelernt habe ist, erstens, lerne, warum du dich von jemandem, der dir eigentlich nicht auf der richtigen Ebene begegnen kann, angezogen fühlst. Und zweitens, lass dein Bedürfnis nach Verbindung und Zugehörigkeit nicht dein Unterscheidungsvermögen übertönen. Nicht jeder Mensch, mit dem man vibet, gehört in den innersten Kreis ganz nah an dich ran. Und nicht jeder Mensch, der dich mag, ist in der Lage, dein Herz und deine Seele zu halten. Konzentriere dich nur auf die oder warte nur auf die, die wollen und auch können. Egal wie stark du bist, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der nichts Gutes für dich im Herzen oder im Unterbewusstsein hat oder nicht fähig ist, dir auf Augenhöhe zu begegnen, bringt das absolut unnötigen Stress und Schlimmeres. Fahr mal vorbei! Gewillt und fähig sein, heißt auf Augenhöhe sein. Du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, der nicht auf Augenhöhe ist und sich dir unterlegen fühlt. Du kannst nicht mit jemandem befreundet sein, der du sein will. Es gibt Menschen, die wollen ganz eng mit dir befreundet sein. Das ist ein Fall von willing, aber unable, also möchten, aber haben nicht die Bandbreite und die freuen sich über Momente, in denen du scheiterst. Ich glaube, weil sie darunter leiden, dass sie dich bewundern und mit dir vergleichen. Manchmal, ohne es wirklich kontrollieren zu können, hintergeht dich so jemand, wenn sich die Gelegenheit bietet. Besonders jemand, der am liebsten dein Leben hätte. Dein Aussehen, deine Freunde, deine Erfolge, deinen Partner. Das ist nicht cute, wenn jemand nicht seine eigene Person ist und dich auf so eine Art heimlich bewundert. Wenn du die Tür aufmachst, geht so jemand durch alle Türen und kennt keine Tabus. Zwar fühlt man sich von deinem Strahlen angezogen, irgendwas in dir, aber das schmeckt nicht jedem, dass du strahlst. Strahle trotzdem, aber wisse, es gibt Menschen, die dein Licht ausschalten wollen und werden, wenn du sie lässt. Du darfst ruhig gründlich entscheiden, mit wem du dich auf die tiefsten Ebenen begibst und wen du wirklich nah an dich und in dein Leben reinlässt. Es gibt immer Angebote und Möglichkeiten, aber nur weil sich die Wege kreuzen und es sich gerade anbietet, muss man die Verbindung nicht vertiefen. Was ich früher mal gesagt habe, ist, Nein zu etwas zu sagen, ist, als würdest du den Platz frei halten für alles, zu dem du Ja sagen willst. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, bei denen war das ein No-Brainer und die haben sofort ihren Platz in meinem innersten Kreis gefunden. Das war wie ein Erkennen. Man erkennt sich, das fühlt sich an wie Familie, aber gesunde Familie. Keine Zweifel, 100% safe, durchgehen, ein gutes Gefühl und man klickt einfach. Bei anderen wollte ich, aber irgendwas war off. Und es hat sich im Nachhinein immer gezeigt, warum. Deshalb habe ich gelernt, mich zu fragen, ist das ein Mensch, bei dem mein Herz und meine Seele gut aufgehoben sind? Und dafür muss man jemandes Herz und Seele anschauen und fühlen. Man kann Gemeinsamkeiten haben und jemand kann woke wirken, aber ob jemand in Integrität ist, spiegelt sich in den Worten, im Verhalten, in den Entscheidungen. Jemandes Charakter zeigt sich, wenn man darauf achtet. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich rückblickend immer einen ersten Eindruck hatte,
der gestimmt hat. Und es wurde problematisch immer dann, wenn ich nicht drauf gehört habe, wenn ich dachte, ach komm, du merkst es. It's a yes, a full body yes, or it's a no. This one, wenn du deine Energie schützen willst, deinen Frieden bewahren willst, zero gossip. Dass Lästern überflüssig ist, muss ich niemand erklären, der bewusst mit Worten und mit Energie umgeht. Um dich zu schützen, entertaine auch kein Gerede. Wer bei dir labert, labert auch über dich. Und wenn du das entertainst, machst du die Tür auf, dir überhaupt Gedanken über solche Sachen zu machen. Tu dir einen Gefallen und halte dich nicht damit auf, was über dich erzählt wird und wer dich nicht mag. Was Leute vielleicht über dich erzählen und was für giftige Sachen in deren Köpfen passieren, das ist nicht deine Last, das passiert in ihnen, das ist ihre Last. Wer du bist, spricht für sich und was sie sagen, spricht für sie. If you open your mouth and use your air to yappa, 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 it shows your character. Konzentriere dich auf deine Integrität und lass Leute selber rausfinden. Und lass alle, die in das Yappa-Yappa-Boot einsteigen wollen, zusammen in den Sonnenuntergang segeln. So. Hauptsache, du hast genug physischen und mentalen Abstand dazu. Passend dazu, sometimes my business ain't your business. Hab einen Sinn für deine Privatsphäre, also welche Informationen nur deine bleiben, welche in deinem innersten Kreis aufgehoben sind und welche Leute darüber hinaus haben dürfen. Leute fragen, Leute wollen wissen, aber hör auf dein Bauchgefühl. Du wirst merken, warum jemand fragt. Behalt's für dich. Ich meine nicht mal negative Infos, die man schützen will, sondern vor allem auch Positives. Nicht jeder ist in der Lage, sich aus reinem Herzen über die schönen Sachen in deinem Leben zu freuen. Je nachdem, wer die Person ist, unterstütze die Freude oder unterstützt dich in dem, was du durchmachst oder sabotiert ein bisschen, projiziert eigene Ängste und Selbstzweifel in dir oder vergleicht sich mit dir. Und diese Energie brauchst du nicht. Schütze das, was dir wichtig ist, deine Energie und deine Freude. Beschütze deine Freude. Teile mit denen, die sich von Herzen wirklich mit dir freuen, als wärst du ein Teil von ihnen. Friedlich sein heißt zwar nicht zu streiten, aber es heißt nicht, dich auf ein bestimmtes Verhalten zu begrenzen und dich von dem Spektrum der menschlichen Emotionen abzutrennen, weil es sonst nicht dem Bild der friedlichen Person entspricht. Und es heißt nicht, einfach alles zu erlauben. Manche kommen mit einer Licht- und Liebe-Rhetorik um die Ecke, obwohl sie eigentlich was ganz anderes denken. Versuch nicht friedlich zu erscheinen, sondern sei wirklich in Frieden. Das heißt, sei in deiner Integrität und in deiner Authentizität. Du musst wissen, wann es Zeit ist, etwas einfach zu ignorieren oder jemand zu sagen, es kann Leute sehr triggern, wenn man eine Grenze setzt, die jemand nicht schmeckt, die jemand sich selbst nicht erlauben würde zu setzen oder die jemand einfach nicht von dir erwartet. Lass dir durch das Bedürfnis, sanft zu sein oder die Angst davor, als böse dargestellt zu werden, keinen Strick drehen, vor allem, wenn jemand genau das ausnutzen will. Leute kriegen das sehr schnell mit, wenn man sanftmütig ist. Und ob man schwache Grenzen hat, weil man sich von einem Gutmensch-Image beherrschen lässt. Kein klares Nein zu sagen, wenn es eigentlich angebracht ist, könnte ein alter Schutzmechanismus sein, wo du gelernt hast, keinen Widerstand zu zeigen, weil dir Menschen sonst gefährlich wurden oder Liebe entzogen haben oder andere Konsequenzen, die einfach für dich damals traumatisch waren. Tell people to back off when it's necessary. Das sind Tests, die unangenehm sein können, aber auch Wegrufe und Chancen, dich zu fühlen und deine Grenze zu fühlen und deine Stimme zu benutzen. Wie ernst meinst du es wirklich mit deinem Frieden? Und bist du noch im gleichen Modus wie früher oder stehst du heute dahinter? Und ich habe gehört, it's 2024 and we're standing on business. Okay. Frieden ist auch eine innere Eigenschaft, ein Zustand, ein Gefühl, eine Frequenz, die durch vieles kommt und für mich vor allem durch ein Annähern an und ein Verstehen
der inneren Welt, also die Brille, durch die ich das Leben sehe. Es muss nicht alles in mir vollkommen harmonisch sein, um Frieden zu fühlen. Ja, aufwärts ist die Richtung, also Integration und Heilung. Aber ich glaube, dabei muss es das Verständnis geben, dass diese ehrliche Neugierde wichtiger ist als der perfekte Zustand. Die Aufmerksamkeit immer wieder nach innen zu richten, ehrliche Fragen zu stellen und mit dem zu arbeiten, was da kommt. Frieden schließen, also akzeptieren von allen Offenbarungen, lässt mich, auch während ich alle möglichen Emotionen spüre, einen Frieden haben, weil ich auf etwas Echtes und Authentisches stoße und merke so, da bist du ja. Je mehr die inneren Prozesse stattfinden, desto besser und besser und besser wird es. Und besser heißt manchmal, die gleichen Dinge zu einem anderen Zeitpunkt von einer anderen Warte zu betrachten, mit mehr Tools in den Händen, mit mehr Erfahrung und Güte und Ehrlichkeit. Eine letzte Sache, die automatisch passiert ist, weil ich einfach fühlen und erleben durfte, wie gut es mir tut, in meinem Frieden zu sein. Mir grundsätzlich Sachen anzuhören und anzuschauen und zu lesen, die mir auch Frieden bringen. Ich bin wählerisch mit dem, was ich lese, wem ich zuhöre, was ich mir anschaue und vor allem wann. Ich setze euch mal ein paar Links in die Videobeschreibung. Meditationen, Unterhaltungen. Das ist für heute erstmal alles und ich sehe euch im nächsten Video.